Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir Schritt für Schritt gemeinsam diese wunderschönen Lavendel. Die sind wirklich super einfach gemacht und ihr braucht theoretisch nur einen Holzspieß und ein bisschen Wolle. Den Rest kriegt man auch so hin. Ihr könnt das auch hier mit der Wolle umwickeln, wenn ihr möchtet, oder mit so einem Kreppband. Das zeige ich euch gleich. Wir fangen jetzt erstmal mit der Lavendel an. Ihr nehmt euch die Farben, die ihr möchtet natürlich. Und dann geht es auch schon direkt los. Ich häkle jetzt mit einer 3 mm Häkelnadel und wie erwähnt, die sind wirklich einfach gemacht. Das werdet ihr gleich verstehen. Wir fangen an mit einer Luftmaschenkette. Wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel. Wir drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und jetzt machen wir eine Luftmaschenkette mit 60 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. und 60. Jetzt haben wir eine Luftmaschenkette gehäkelt mit 60 Luftmaschen. Jetzt arbeiten wir mit Stäbchen, das heißt, wir werden jetzt erstmal die nächsten 4 Maschen einmalig überspringen. Also wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, überspringen jetzt 1, 2, 3, 4 Maschen und gehen in die 5. rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen, holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Dann wieder die Wolle auf die Häkelnadel, in dieselbe Masche wie eben auch nochmal rein, rausholen, durch die ersten beiden Schlaufen, durch die anderen beiden Schlaufen. Das machen wir jetzt noch 3 Mal, so dass wir insgesamt 5 Stäbchen in ein und derselben Masche haben. Das ist nur einmalig für den Anfang jetzt mit den Stäbchen. Jetzt in die nächste Masche gehen wir rein und häkeln eine feste Masche. Jetzt machen wir 6 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5 und 6. Wir haben 6 Luftmaschen gemacht. Gehen in dieselbe Masche noch einmal rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus und machen eine Kettmasche. Dann gehen wir in die nächste, machen eine feste Masche und 6 Luftmaschen. 4, 5 und 6. Gehen wieder in dieselbe Masche rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus und verbinden mit einer Kettmasche. Das ist auch schon alles eigentlich. Jetzt gehen wir wieder in die nächste Masche, machen eine feste Masche, 6 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, in dieselbe Masche wieder rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, verbinden mit einer Kettmasche, in die nächste Masche, eine feste Masche, 6 Luftmaschen, 4, 5 und 6, in dieselbe Masche wieder rein, Faden holen und eine Kettmasche. Das machen wir jetzt einfach die ganze Reihe bis zum Ende hin so. Feste Masche, 6 Luftmaschen, in dieselbe Masche rein, eine Kettmasche, dann wieder alles von vorne und das machen wir wie gesagt die ganze Zeit nur so. Das ist super einfach, geht dann super schnell, ganz nebenbei und das machen wir bis zum Ende der Reihe und wenn wir am Ende angekommen sind, dann machen wir weiter, dann brauchen wir unser Holzspieß und wir wickeln das und kleben das dann da dran. Das zeige ich euch dann gleich. Ich spule das dann jetzt schneller, das ist wirklich immer dasselbe und am Ende sieht das auch wirklich so schön aus.
Wir nähern uns hier dem Ende. Ich habe auch keine 10 Minuten jetzt gebraucht dafür. Wir machen hier noch die letzte gemeinsam. 3, 4, 5, 6. Und die letzte Kettmasche war das. Dann schneiden wir den Faden einmal ab. So sieht es jetzt schon mal aus. Richtig, richtig hübsch. Wir ziehen den Faden raus, verknoten das hier unten. Und so machen wir das jetzt auch auf den Spieß drauf. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Hälfte anmalen. Das mache ich nämlich. Dafür benutze ich jetzt einen Acrylstift und ich mache das, falls es durchschimmert, dass es auch dieselbe Farbe ungefähr hat. Da mache ich jetzt ungefähr so ein Stückchen bemalen. Das ist natürlich kein Muss, das kann jeder für sich selbst entscheiden, aber ich zeige euch das einmal an dem auch zum Beispiel. Da habe ich das auch angemalt und da sieht es dann viel natürlicher aus und da blickt dann kein Holz durch. Das sieht wirklich schön aus. Dafür könnt ihr natürlich auch die Stifte benutzen, die ihr zu Hause habt. Jetzt nehme ich mir meinen Heißkleber und werde nur hier vorne erstmal den Anfang ankleben. Also wir nehmen es jetzt so, wie wir es gehäkelt haben und diese Anfangsspitze mit den Stäbchen. Hier gebe ich jetzt erstmal einen Klecks Kleber drauf. Mache hier meinen Holzspieß drauf und drücke es einmal zu. Dann warte ich einmal kurz. Und jetzt ist es wichtig, dass wir das eindrehen und zwar beim Eindrehen, dass diese Zacken halt auch nach oben gucken. Das heißt, ihr nehmt euch die Zacken so, dass sie nach oben gucken und fangt an, das hier einmal drauf zu drehen. Also am Anfang nicht verzweifeln. Manchmal denkt man, oh, ich kriege das nicht hin, die richtige Reihe oder die Zacken gucken dann nach unten. Aber mit ein bisschen drehen und probieren geht das auch. Ich drehe das erstmal hier drauf und dann können wir das etwas zusammenschieben. So, wir sind am Ende angekommen. Hier unten werde ich das gleich nochmal festkleben. Dann kämme ich die so ein bisschen nach oben. Hier mache ich mir erstmal wieder einen Klecks Heißkleber drauf. Wickel das so einmal ein bisschen drum. Dann warte ich kurz, schneide den Faden ab und dann könnt ihr jetzt entweder gleich das untere Stück mit grüner Wolle bekleben und umdrehen oder auch mit so einem grünen Kreppband. Ich habe das beides schon gemacht. Ich finde auch beide wunderschön. Ich kann mich da auch gar nicht entscheiden, je nachdem, was ihr denn zu Hause habt. So könnt ihr das auch machen oder was ihr persönlich schöner findet. Da mache ich mir jetzt nämlich auch erstmal ein ganz bisschen Heißkleber drauf und fange an, das einfach hier drum zu wickeln. Und das war es auch schon. Zwischendurch können wir wieder ein bisschen Heißkleber drauf machen. Und so drehe ich mir das ein. Ganz bisschen Heißkleber und weiter geht's. Ich bin wirklich, wirklich verliebt in diese Lavendel. Die sind wirklich so schön geworden und in einer Vase sehen die wirklich wunderschön aus. Das Reststück schneide ich mir weg. Hier mache ich noch ein bisschen Heißkleber.
drehe das so ein. Warte kurz. Und so haben wir gemeinsam auch schon eine Lavendel gehäkelt. Also die machen wirklich süchtig. Das geht so ganz nebenher auf der Couch beim Fernsehen gucken. Ich hoffe, die haben euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Mithäkeln. So sehen denn mehrere aus. Das finde ich auch wunderschön, auch in den verschiedenen Farben. Dann teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch die Tage schon bei einem neuen Video. Ganz viel Spaß beim Mithäkeln und Nachhäkeln. Bis dahin!